Und bei mir im Studio ist auch unser Weltchefreporter Steffen Schwarzkopf, langjähriger US-Korrespondent. Steffen, wir sehen die Bilder. Wir haben eine große Rettungsaktion dort und es wird immer wieder davon geredet, man muss die Menschen eventuell aus den kalten Fluten retten. Was bedeutet das? Wo liegt denn dieser Flughafen ganz genau? Ich habe es vorhin gesagt, mitten in der Innenstadt. Aber welche Rolle spielt da das Wasser? Also zunächst einmal Washington. Extrem viele Flüge, die da rein und raus gehen. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, knapp 400 sind das am Tag. Und die Flüge kommen entweder aus nördlicher oder südlicher Richtung rein, aber direkt über den Potomac River. Und das ist gewissermaßen spektakulär, wenn du dort direkt am Flughafen bist, direkt an der Grenze, weil die Flugzeuge halt im Tiefflug direkt über deinen Kopf rübergehen. Wenn wir jetzt auf die Live-Bilder hier selbst sehen, das einzig, was mich ein bisschen optimistisch und positiv stimmt, was mögliche Überlebende angeht, ist, dass wirklich da Rettungskräfte extrem schnell vor Ort sein können. Zum einen aus der Hauptstadt selbst, aus DC, aus Maryland, aus Virginia angrenzend sind Rettungskräfte im Einsatz, Helikopter sind im Einsatz, so weit das bei der Dunkelheit geht. Taucher sind bereits drin, aber natürlich, wenn ein Flugzeug in 170 Metern Höhe getroffen wird von einem Helikopter, wenn es da eine Explosion gibt, wenn das direkt niedergeht, das ist ja wie auf Beton aufschlagen. Und deswegen bin ich da pessimistisch, um ganz ehrlich zu sein, dass man da viele Überlebende finden wird. 0 Grad kalt, das Wasser teilweise vereist, der Fluss. Also die Überlebenschancen sind da relativ gering. Ja, diese Live-Bilder, die wir bekommen, die sind von einer Webkamera. Das ist das Kennedy Convention Center, was ja auch direkt da an diesem Potomac ist. Aber wir haben ja auch die Bilder gesehen, wo es offenbar diesen Kontakt gegeben hat zwischen dem Regionalflugzeug, das ist übrigens eine Bombardier, Platz für 60 Passagiere, 4 Besatzungsmitglieder, und diesem Black Hawk Hubschrauber. Was ist das für ein Hubschrauber, der Black Hawk? Also die Frage ist natürlich, was hat der Black Hawk da überhaupt zu suchen? Es gab jetzt inzwischen eine Bestätigung vom 12th Aviation Battalion von der US-Armee, dass dort 3 Soldaten an Bord gewesen sind. Also oftmals diese Helikopter, die da in der Luft sind, auch im Übrigen als Begleitschutz für Donald Trump, jetzt als US-Präsidenten oder für alle anderen US-Präsidenten auch. Also es sind relativ häufig Helikopter dort in der Luft. Hier heißt es jetzt im Übrigen von einer Armeesprecherin, das sei ein Trainingsflug gewesen. Auch das jetzt an und für sich nicht ungewöhnlich. Aber natürlich weiß oder sollte ein Helikopterpilot wissen, welche Flugzeuge reinkommen. Und natürlich muss da ein Kontakt bestehen zwischen den Fluglotsen am Flughafen, den Helikopter. Aber das war ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Da gab es gar keine Antwort. Also das sind unendlich viele Fragen, die da jetzt natürlich auftauchen. Stefan, wir müssen noch einmal ganz klar betonen, das ist der Ronald Reagan National Airport. Und von diesem Airport fliegt nicht der US-Präsident. Ganz genau, der US-Präsident, der startet auch per Helikopter in der Regel. Es gibt Ausnahmen, dass er tatsächlich mit dem Auto fährt, aber ansonsten mit dem Helikopter in der Regel. Und dann geht es nach Maryland. Also das ist nicht dort, wo die Air Force One sein würde. Es liegt ganz einfach daran, dass der Flughafen dafür gar nicht ausgelegt ist. Also es landen dort keine großen Maschinen, keine 747 Boeings beispielsweise. Oder die Air Force One zum Beispiel. Oder die Air Force One beispielsweise. Aber ansonsten fast alle oder ein Großteil der Inlandsflüge, also egal ob von der Westküste oder aus anderen Bundesstaaten, die gehen alle nach Ronald Reagan rein. Und das ist bemerkenswert, dass es so einen Flughafen überhaupt noch gibt. Relativ klein letztendlich, aber ein extrem hohes Flugaufkommen und, wie du gesagt hast, mitten in der Stadt. Das heißt, die Flüge, egal ob sie aus dem Norden oder aus dem Süden kommen, die gehen jedes Mal direkt über bewohntes Gebiet. Und da hat es seit Jahren natürlich Kritik gegeben, wie sicher ist so ein Flughafen überhaupt, wo die Flugzeuge in wenigen 100 Metern Höhe letztendlich über Wohngebäude auch fliegen. Ja, direkt am Pentagon beispielsweise vorbei, an den Lincoln Memorial vorbei. Also auch vom Weißen Haus entfernt, nur mal um das kurz darzustellen, wenn wir auf diese Bilder gucken, die wir da gerade sehen, das sind vielleicht 4,5 Kilometer Luftlinie Entfernung zum Weißen Haus, zum Washington Monument, zu den Memorials, zum Pentagon. Und auch direkt am Pentagon gehen die Maschinen vorbei. Also das ist spektakulär einerseits, andererseits, wie seit vielen Jahren gesagt wird, natürlich auch extrem gefährlich. Du hast es ja eben gesagt, also die Inlandsflüge werden von diesem Flughafen bestritten. Die Maschine kam übrigens aus Wichita in Kansas, war im Landeanflug auf Ronald Reagan, Landebahn 33. Zumindest ist die Bezeichnung der Landebahn, wo die Maschine landen sollte. Aber auch die Reaktion von Donald Trump, die so schnell gewesen ist jetzt, mögen eure Seelen ruhen, hat er ja bereits getwittert auf X. Also wie würdest du das
werten, dass er so schnell gewesen ist mit seiner ersten Reaktion. Auch J.D. Vance, der Vizepräsident, der leitet ja die Rettungsmaßnahmen. Aber das ist natürlich auch zu erwarten, wenn quasi direkt vor der Haustür ein Flugzeug abstürzt, dass der Präsident nicht erst eine Stunde oder 2 Stunden wartet, sondern dass er natürlich sofort reagiert. Ob das jetzt letztendlich bedeutet, dass Donald Trump davon ausgeht, dass es da keine Überlebenden gibt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber natürlich muss das Weiße Haus sofort reagieren. Es muss natürlich der Vizepräsident reagieren. Senatoren, die sich schon zu Wort gemeldet haben. Und ja, der drittstärkste Mann auch, der Chef des Repräsentantenhauses, Johnson. Mike Johnson beispielsweise. Und man kann sich vorstellen, was jetzt in der Hauptstadt los ist, die ja nun sämtliche Senatoren, sämtliche Abgeordneten beherbergt. 21 Uhr abends ist das Ganze passiert, wo die meisten sagen, okay, jetzt ist der Tag vorbei. Und ich kann mir vorstellen, dass wenige heute Nacht in Washington schlafen werden. Ja, Steffen, wir werden natürlich weiter die Lage beobachten. Du bleibst bei mir weiter im Studio.